Hey Haustars und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Classic auf meinem einzigen Account. Hier in einem schönen 1 gegen 1. Um ehrlich zu sein, viel mehr ist hier auch auf dem Server nicht los. Der Kollege gönnt sich hier die Flaggen, als gäbe es keinen Morgen. Der denkt sich, hahaha, jetzt ist meine Zeit gekommen. Ich muss ehrlich gestehen, mit dem ersten Video über Tanky Classic habt ihr mich schon ziemlich überrascht. Ja, das kann ich nicht anders sagen. Also da, wow. Ich weiß nicht, also Aufrufe technisch ging das Ding ja wirklich brutalst durch die Decke, ja, im Vergleich, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und noch überraschter oder noch glücklicher haben mich die Kommentare gemacht, also da vielen, vielen Dank. Wie geht es nun hier weiter? Ich habe übrigens meine Kamera verschoben, damit ihr hier auch mal den Punktestand sehen könnt, ja, weil das gefragt wurde, wo denn hier die Punkte zu sehen sind und so. Aber gut, das jedenfalls erstmal dazu. Aber gut, wie geht es denn weiter nun mit Tanky Classic? Ich muss sagen, also ich finde es weiterhin ein bisschen langweilig, ja. Es liegt halt auch daran einfach, dass, wenn ich dann mal hier so reingucke, so viele Spieler sehe ich halt gar nicht. Das heißt also, die Auswahl der Schlachten ist dementsprechend auch begrenzt. Und es ist halt natürlich fürs Spielgefühl halt natürlich alles ein bisschen langweilig, ne? Deswegen macht es halt im Stream mehr Spaß, weil man da halt auch so die Interaktion mit den Leuten hat, die halt gerade einfach live zugucken, ja. Das macht das Ganze ein bisschen schöner, sag ich mal. Und so würde ich halt erst einerseits halt weiterhin größtenteils fortfahren und andererseits mal gucken, wie oft das halt die Woche kommt. Also je nachdem, ne? Aber keine Sorge, weil ich gesagt habe, ja, das wird halt meistens gestreamt. Ich mache dann trotzdem aus den Streams ganz normale Videos, ne? Also die Leute, die das halt verpassen, die kriegen das dann halt etwas später natürlich als Video trotzdem halt nochmal zur Verfügung gestellt. Das ist kein Problem. Ne? Aber nur damit man das mal weiß. Genau, und ja, und dann mal gucken, ne? Also wirklich mal schauen. Dankeschön, dass du mir das hier überlässt. Hätte ja auch sein können, ne? Weißt du, der klaut mir das hier einfach. Ja, was das Ganze hier noch für einen bereithält. Aber ich kann natürlich halt auch die ganze Kritik um diesen Early Access herum natürlich völlig verstehen, ja. Also erstmal, du kriegst den ja nicht geschenkt im Grunde, ne? Also außer du hast natürlich die Tankcoins schon vorher irgendwie parat gehabt und weißt halt nicht, wohin damit. Klar, okay, dann ist halt der Early Access irgendwo geschenkt für dich, aber ansonsten musst du halt dafür zahlen, ne? Und das ist halt das, was mich halt, sag ich mal, am meisten aufregt. Das sind nicht die Ketten, die sich nicht bewegen, ja, sondern das, was mich hier wirklich aufregt, ist halt die nicht vorhandene Übersetzung. Oder sagen wir mal die zum Teil vorhandene Übersetzung. Das ist halt das, boah, ey, Alter. Zielen ist wirklich eine Kunst für sich. Bin ich eigentlich hier alleine? Ja, mein Kollege ist rausgegangen. Jetzt, wo wir das Ding hier hätten gewinnen können, geht er natürlich raus. Ach, Menschenskinder. Ja. Jedenfalls, das einfach nur mal dazu. Egal, ich mache hier meine Punkte. Ja, ich brauche ja noch ein bisschen was für mein Level-Up. Ey, wisst ihr, wie schlimm das ist? Wenn man hier einfach irgendwie den Anschluss verloren hat an die Spieler, die gerade da sind? Wisst ihr, wie schlimm das ist? Du kommst halt hier, also du kannst ja nur halt irgendwie das halt nehmen, was dir hier vorgesetzt wird, ne? Und wenn du da Leute hast, ich habe gesehen, da sind halt Leute, ich weiß gar nicht, wie die Ränge heißen, ne? Aber du hast da hier welche, die sind schon gut auf dem Weg gefühlt, Generalissimo zu werden. Und das hier in der ersten Testrunde, was soll das? Und dann, ja, dann kommst du halt da rein in solche Schlachten und hast halt beispielsweise nur M0 und dann stehst du halt dann da, ja? Du stehst halt da und denkst dir, was denn nu, ja? Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe M0, da fahren Leute mit M2 rum. So. Das ist halt, ich denke, das hat man auch gesehen in meinen 2 Videos, die ich gemacht habe, dass das wirklich, also alles andere als schön war. Ah, okay, gut. Ist halt nun mal so. Kannst du halt nicht ändern, ne? Ich meine mal hier, allein schon hier. Guckt euch das mal an, was die Leute hier rumfahren. Und nicht ich kleiner Wicht. Ich kann mir halt hier nur M1 leisten. Was soll ich denn hier noch machen? Was erwartet ihr denn von mir? Ich wollte hier eigentlich Firebird nehmen, aber mit M0, also das kann ich ja komplett vergessen. Also, ja. Gut, deswegen, da muss man es halt einfach jetzt so nehmen, wie es ist. Ja.
Aber das ist halt natürlich alles ein bisschen schade, weil wenn du halt natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Spielern hast, ja, die kommen natürlich auch alle mit ihren Ringen etwas weiter, ja. Und wenn du dann halt zu spät anfängst oder zu wenig spielst, dann kannst du halt gucken, wo du bleibst. Ne? So, was willst du da machen? Ey, ich vermisse die Schadensanzeige. Ne? Ich vermisse diese Schadensanzeige so sehr, das macht wirklich keinen Spaß. Das macht wirklich keinen Spaß. Und wir haben ja aber noch 7 Minuten auf der Uhr. Gucken wir mal, wer am Ende hier als Gewinner rausgeht. 3:2 hier, was die Spieleranzahl angeht. Viel mehr, um ehrlich zu sein, ja wirklich, viel mehr ist hier auf dem Server auch gar nicht los. Am Anfang waren mehr Leute drin, aber so, wenn ich halt zu meinen üblichen Zeiten, sage ich mal, gucke, ja, da sehe ich nicht so viele Leute, die hier gerade aktiv spielen. Das ist wirklich hart. Dass halt nachts zum Beispiel jetzt halt einfach nichts los ist, okay, ne, geschenkt, aber okay, gut. Gucken wir einfach mal, ich will nicht so viel hier deswegen rumheulen, ja, wir gucken einfach mal, wie sich das Ganze hier noch so entwickeln wird, aber es wäre natürlich schön, wenn hier mal die Übersetzung so langsam priorisiert werden könnte. Weil das hält natürlich auch viele Leute davon ab, denke ich mal. Also, was willst du halt machen, wenn du halt nicht weißt, was soll ich denn jetzt oder was kann ich in den Einstellungen machen, welcher Knopf bewirkt denn was? Du kannst ja manche Sachen zusammenreimen aus dem alten Tanky, wenn du das natürlich halt schon gespielt hast und so, ne? Das ist klar. Aber vor allem die Einstellungen, da musst du halt erstmal natürlich den Übersetzer anschmeißen und hoffen, dass er dir die Seite auch richtig übersetzt und dass du damit was anfangen kannst. Ist halt alles so ein bisschen unschön, ne? Nicht so prickelnd. Gut, genauso wie diese Teamverteilung hier, auch alles sehr, sehr unschön. Vor allem halt dadurch, dass du halt recht schnell halt auf M1, M2 und vielleicht auch M3 kommen kannst, sind halt ausgeglichene Schlachten sehr, sehr rare Ware. Ne? Ich denke, das sieht man hier auch schon ganz gut, vor allem mal abgesehen davon, dass es hier 4:2 steht, was die Anzahl der Spieler angeht. Also das ist natürlich sehr, sehr schön. Und du bist halt wirklich Kanonenfutter, ne? Du bist hier wirklich Kanonenfutter, das kann man nicht anders sagen. Jetzt werden hier auch noch die Flaggen geteilt, damit der Kollege sein Level up bekommt. Ich glaub's nicht. Du bist ja wirklich Kanonenfutter, wenn du halt hier mit M1 oder M0 rumfährst und du hast halt Leute, die haben halt einfach schon M2. Da hast du keine Chance, ne? Da hast du einfach keine Chance gegen diese Leute. Ist nun mal so. Und du bist halt wirklich ganz, ganz flott weg. Vor allem halt sowas wie Firebird. Du hast einen M0-Untersatz und jemand kommt mit Firebird M1 an. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Herzlichen Glückwunsch, das war's dann mit dir. Ihr seht's doch, ja? Ihr seht's doch. Also so viel halte ich hier nicht aus. Und es kommt hier auch einfach keiner rein. Also ich hoffe, dass der jetzt rausgegangen ist, vielleicht bei uns mal reinkommt, um sich hier ein bisschen einzuschleimen bei uns hier. Ja, vielleicht nochmal ein paar Flaggen für uns holen. Wer weiß. Aber ansonsten ist das Ding verloren. Ist halt auch irgendwo dann entsprechend langweilig, ne? Ja. Ist halt, wie gesagt, das ist alles so ein bisschen unschön und ja, gut. Aber ich habe wirklich nicht damit gerechnet und da wirklich, also echt, da dachte ich für einen Moment, dass die Zahlen, die mir da angezeigt werden, so, da stimmt irgendwas nicht. Vielleicht habe ich mich verguckt oder so. Das war wirklich hart. Das war wirklich hart. Habe ich mich schon so ein bisschen gefreut. Ne? Also da vielen, vielen Dank. Da habt ihr mir ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern können. Ja, sehr, sehr schön. Aber ich werde Tanky Classic trotzdem ab und zu mal zeigen. Wie gesagt, also meistens in den Streams. Ich wollte gerade sagen höchstens. Nee, meistens in den Streams, ja. Das jetzt halt hier abseits des Streams, aber ansonsten Tanky Classic halt in den Streams für die Interaktion, damit es halt alles ein bisschen lustiger ist und so, ja. Und dann wird das Ganze in Videos ausgelagert und dann halt so hochgeladen, damit dann auch die Leute, die das nicht gesehen haben, live, ja, das dann trotzdem im Anschluss sich ja, die nächsten Tage dann halt reinziehen können, ne? Wann auch immer das dann halt dann veröffentlicht wird. So, gut. Kriegen wir das Ding hier noch gerissen? 16:8. Gleich wahrscheinlich 17:8 oder auch nicht. Ich helfe hier nochmal so gut mit, wie ich kann. Boah, sehr, sehr schön, aber Firebird ist ziemlich stark. Also wenn du Glück hast und du hast Firebird M1 und du kriegst hier einfach, was auch immer, Schießplatz oder irgendeine andere Karte mit Leuten,
die halt gerade erst angefangen haben mit Tanky Classic. Du freust dich da einen Kullerkeks, ja? Kann man nicht anders sagen. So, niemand kann dir was. Weißt du, fährst auf die Leute zu, einmal mal kurz ein bisschen brutzeln und schon sind die komplett weg. Also das ist wirklich hart. Wenn Firebird M0 ist ziemlich schwach, aber Firebird M1 macht halt einfach schon mal den doppelten Schaden. Das sieht man auch, ne? Overdrives zu bekommen, mega, mega schwer, aber das wurde ja auch gesagt. Also Overdrives sind halt schon eine Rarität. Die zu bekommen ist nicht einfach in einem Spiel. Ist mir halt auch noch nie geglückt, ja, einmal voll zu bekommen. Ob das hier was wird, unwahrscheinlich. Bei 2 Minuten 30 noch auf der Uhr, da müsste ich halt einfach ein bisschen mehr hier machen. Aber bei den Gegnern ist das halt auch leider nicht möglich, ja. Da stehst du halt, mit 17:23 stehe ich noch eigentlich ganz gut da. Das hätte auch schlimmer ausgehen können. Ja, aber es gibt halt einfach so Sachen, die mir hier wirklich fehlen. Ne? So, komm, kriegen wir die Flagge hier wenigstens zurück? Ah, schwierig. Aber gut, das Ding ist verloren, ja, kann man nicht anders sagen. Glückwunsch an das gegnerische Team. Ist halt alles natürlich nicht wichtig in der Testphase hier, ne? Das ist klar. Also, das wird Zeit machen. Dein Account wird sowieso zurückgesetzt und alles ist weg. Aber ist wirklich erstaunlich, wie viel Zeit manch einer hier in Classic reinsteckt, ja, und halt hier schon wirklich einen heftigen Rang erreicht hat. Also ich meine, in meiner Anfangszeit, da habe ich auch tagelang gespielt. Also natürlich nicht durchgängig, aber ich habe viele Abende mit Tanky verbracht, gemeinsam gespielt und Spaß gehabt. Und ich bin gerade mal nach, weiß ich nicht, wie vielen Wochen, ja, gerade mal auf den Rang Unteroffizier gekommen. Und dann siehst du hier Leute, die komplett eskalieren. Und da habe ich mich schon gefreut damals, als ich Unteroffizier wurde, ja. Dann hattest du halt wenigstens in deinem Rang so einen kleinen Stern. Da dachte ich mir, boah, cool. Das sieht schon irgendwie so mächtig aus, ja. Eieieiei. Ja, und dann wirst du halt hier so in den Schatten gestellt. Von Leuten, die halt einfach ein bisschen Tanky Classic spielen und hier komplett auseinander alle. Ich glaube, ich weiß nicht. Habe ich sogar jemanden mit Hauptmann gesehen? Boah, könnte sein. Weiß ich gerade nicht, aber ich glaube irgendwie schon so in der Nähe von dem Bereich. Ja, es ist heftig. Das ist wirklich heftig, genauso wie wie das hier alles. Oh, guck mal, Overdrive. Sehr, sehr schön. Haben wir nochmal den Overdrive voll bekommen, einfach nur fürs Video. Ja, bringt nicht viel, aber boah, das ist schon krass, ne? Selbst mit meinem Overdrive hier und dann entsprechenden Versorgungen habe ich richtig Probleme, den da irgendwie wegzubekommen. So, das war's. 21:29 hier am Ende des Tages. War das cool? Was ist das denn hier, ey? Ja, ich weiß nicht, aber ja, aber ihr seht, einige Schlachten, wenig Spieler. Guckt euch das an. 1 gegen 1 und hier ist einer drin. Das ist also halt gerade so jetzt mal die Live-Situation, was Tanky Classic angeht. Und ja, ich kann halt nur hoffen, dass da ein bisschen mehr los sein wird, weil so ist es natürlich auch entsprechend schwer, irgendwie voranzukommen und Spaß für dieses Spiel entwickeln zu können, ne? Dass das natürlich jetzt halt einfach weniger Spieler sind hier. Das ist schon klar. Ja? Also natürlich, du kommst hier nicht kostenlos rein. Du musst halt wirklich Geld in die Hand nehmen und dir sagen, okay, ja, ich guck mal, was dieses Spiel bereithält. Dass das halt natürlich viel weniger machen, ja, als am Ende dann tatsächlich spielen werden, ist klar. Das heißt also, man hat jetzt hier in der Testphase, entweder man setzt sie aus und sagt sich, okay, gut, ich hab hier keinen Spaß erstmal im Early Access, ja, ist mir alles ein bisschen zu bunt hier, ja, zu viele Leute, die mir halt alles nehmen, was ich habe. Aber ich will mir halt wenigstens die Belohnungen sichern für den Early Access, ne? Also das, was man halt bekommt, wenn man sich den geholt hat. So, okay, dann ist klar, dann hast du das wenigstens. Und wenn der Early Access so richtig startet, und das darf man jetzt halt auch nicht vergessen. Es war ja geplant, ja,
Jetzt erstmal die Testphase und dann gibt es diesen eigentlichen Early Access für Leute, wenn alles dann durch ist, dann haben halt Leute, die sich das halt geholt haben, vor allen anderen nochmal die Gelegenheit, im Grunde einen Frühstart zu bekommen, ja. Dann haben sie halt 1 bis 4 Wochen Zeit, so zu spielen, bevor es dann richtig live geht. Das ist ja der eigentliche Early Access. Jetzt ist ja mehr, natürlich auch Early Access, ist klar, aber mehr die Testphase. Ja, die Entwicklung des Spiels beobachten, gucken, wann was fertig wird. Aber ich hoffe sehr, dass halt die Übersetzung, dass das halt eine gewisse Priorität bekommt. Weil ich mir halt wirklich sehr gut vorstellen kann, dass es halt einfach Leute gibt, ne, die stehen dann da rum und sagen sich, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, aber wenn man halt Rätsel raten muss, was welcher Knopf macht, wie gesagt, manche Sachen natürlich, die kannst du dir halt zusammenreimen, aber eben nicht alles, ja, das ist klar. Es ist halt sehr schade, dass es halt in diesem Zustand rausgekommen ist, muss man halt ehrlich sagen, ja. Und gut, das habe ich halt schon kritisiert, ne, ist klar. Und ich kann es ja auch nicht schönreden. Also was soll denn das, ne? Das ist ja, es wäre ja lächerlich, wenn ich sage, ach, das ist ja nicht so schlimm und das ist ja hier alles noch in der Testphase und natürlich ist alles unfertig. Ja, aber es gibt halt manche Sachen, da wünschst du dir, die wären fertig, ja. Dass halt noch irgendwelche spielerischen Aspekte noch nicht fertig sind, ja, okay, damit kann ich leben. Aber ich hätte gerne so einen Stand, der für mich persönlich halt auch benutzbar ist. Gut, ich denke, ich habe das Thema jetzt gut genug behandelt, ja. Aber ja, wie gesagt, ihr seht es ja selber, ne? Und wenn das ist, was halt gerade so abgeht, ne? Ich meine, kann man dann verstehen, dass ich halt sage, ja, irgendwie reizt mich das nicht so, irgendwie finde ich das langweilig. Da fehlt mir so ein bisschen die Action und einfach auch die Spieler, ist klar, ne? Und das hat man sehr, sehr gut wirklich im ersten Video gesehen, wie ich da gelitten habe mit meiner M0-Ausrüstung, ja. Wie ich da am Leiden war, weil ich einfach nichts hinbekommen habe. Aber gut, das Schöne war, wie gesagt, das ist ja in einem Stream entstanden und wenn du halt dann nicht alleine bist, sondern halt noch mit Leuten dann dabei bist, ja, ob sie halt jetzt spielen oder nicht oder einfach nur zugucken, ist ja jetzt nicht primär wichtig. Aber dass sie halt einfach da sind, das Ganze macht das halt schon deutlich angenehmer. Und deswegen, ja, wie gesagt, das ist halt das, was ich dann eigentlich eher machen wollen würde, ja. Größtenteils herzlichen Glückwunsch, Level Up. Da seht ihr den Rang meine ich, den hatte ich nach Wochen voller Abende Spielen und so weiter und so fort. Da habe ich mich auch mal über den Unteroffizierrang freuen können und der schnappt sich den und ich habe wirklich echt viel gespielt, Mann. Junge, ey. Und da kommen die Leute hier an und zack, klauen die sich hier einfach so den Unteroffizierrang. Unfassbar. Aber gut, ich habe ja jetzt auch wenigstens ein paar Punkte gemacht. Ja, ich bin hier gut auf dem Weg zum nächsten Level und darauf freue ich mich. Warum? Denn mit dem nächsten Level Up gibt es Firebird M1. Und Firebird M1, wie gesagt, doppelt so viel Schaden, ja, statt 40, 80. Und das ist halt eine heftige Steigerung, ja. Vor allem, wenn du dann halt vielleicht Glück hast und auch Spiele bekommst oder Schlachten siehst, ja, wo Leute halt in deinem Rangsegment sind und nicht unbedingt mit M2 oder so rumfahren, sondern auch gerade mal mit M0 oder mit M1, ja. Dann denke ich, macht das Spaß. Also ich hoffe, die ziehen hier nicht komplett ab, ja, und ja, Alter, guckt euch das wieder an hier. Upsala. Was soll ich denn da machen hier? Dass man so schnell hier auf M2 und M3 Ausrüstung kommt. Boah, ich weiß nicht, ey. Ja, ich weiß, früher Tanky Online, das ging alles ein bisschen flotter mit den ganzen Sachen hier, ja. Da konntest du halt mit jedem Rang dir irgendwas Neues holen und zack und dann hattest du halt schnell M2 und alles mögliche. Jo, ist klar, natürlich, aber ey, du siehst halt wieder hier, ne, das ist alles ein bisschen anders. Das ist alles ein bisschen anders, wenn du halt hier, im Grunde, das hier ist das Äquivalent zu dem, was wir im normalen Tanky haben, wenn jemand Legende wird und plötzlich nur noch gegen Legenden antritt, die halt einen Gearscore von 9999 haben. Das ist so ungefähr das, ja, was man hier sieht. So, in der Gegenüberstellung. So, genau das gleiche Gefühl.
Du hast halt einfach Leute, da weißt du, okay, wenn der mich anschießt, so, da bin ich genauso schnell weg, ne? Wie halt gegen einen, der halt komplett alles ausgebaut hat. Ja, was soll ich sagen? Machen wir das Ding hier noch fertig? Ich weiß gar nicht, was haben wir denn hier? Was ist denn das Ziel überhaupt? Keine Ahnung. Weil der Timer geht irgendwie nicht runter. Der ist auf 0, ja. Ja, gute Frage. Egal. Spielen wir hier einfach weiter bis zum Level Up vielleicht, was wir ja gleich haben. Das freut mich sehr. Achtung, ja, nicht mehr viel. Und dann gucken wir mal. Wer wird denn der Glückliche? Railgun? Nee, nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Schauen wir mal, vielleicht haben wir den. Vielleicht kloppt er mich auch komplett weg. Ja. Ja, mal gucken. Mal gucken, wer der Glückliche wird, der mir hier verhilft. So, alles klar. Okay, gut. Dann halt nicht. Der ist einfach so, plopp. Puh, jetzt wollen die es aber wissen. 19, 20? Ja gut, ist jetzt nicht schlecht, ne? Aber mir fehlt da so ein bisschen der Reiz. Oh. Und mir fehlt jetzt vor allem irgendein Kill. Wie der mich einfach weggedrückt hat. Die wollen ja... Das ist ja mal wieder typisch, ne? Ach, Mensch. Da fehlt mir wirklich nicht mehr viel, ja? Und dann kriege ich es einfach nicht hin. Da fehlen mir hier wirklich nur noch 14 lächerliche EP und dann hätte ich mein Level Up. Dankeschön. Hat aber auch gedauert. Und jetzt kann ich mir verdient etwas holen. Ist ja die Garage offen? Nee, wa? Da muss ich erstmal tatsächlich dafür raus, ne? Alles klar. Dann gehen wir dafür raus. Dann gehen wir in die Garage. Und dann schnappen wir uns hier Firebird. Nein, ich brauche noch einen Rang. Ja, warte mal, nee, Quatsch. Ach so, ich habe Smokey ausgewählt. Ich dachte gerade, hey, was ist denn jetzt los? Firebird, so. Firebird M1. Ich weiß nicht, kann ich hier noch irgendwas machen? Ja, Aber kann es sein, dass hier irgendwas nicht stimmt? Du willst mir doch nicht sagen, Wasp M3 hält genauso viel aus wie Wasp M0. Seht ihr das? Das hat hier beides 200. Kann doch nicht sein. Hä? Naja. So, Titan könnte ich mir holen. Titan hat 200? Genauso viel wie Wasp? Hä? Was? Hier stimmt das. Ah, hier ist alles auf 200. Was ist denn los? Habe ich irgendwas verpasst? Guck mal, ich kann mir schon Wasp M2 holen. Wow. Wasp Firebird. Okay, seid ihr bereit für Wasp Firebird Action? Jetzt hier nochmal schön so zum Abschluss des Ganzen. Mal kurz ein bisschen. Hä? Oh gut, okay, ich bin mal gespannt. Ja, ich bin mal jetzt gespannt, wie das hier läuft. Komm mal her hier. Ja, seht ihr, was ich meine? Genau so. Ey, genau so, nicht anders. So wird ein Schuh draus. Du kommst hier an. Ja, habe ich den auch noch bekommen. Sehr, sehr schön. Du kommst hier an und die Leute haben keine Chance gegen dich. Und das sind ja jetzt hier welche auf meinem Niveau, sage ich mal, was die Ausrüstung angeht. Ne? Jetzt stellt euch mal vor, die hätten hier alle nur M1 oder M0. Jo. Das Ding wäre durch, ne? Das Ding wäre durch. Die hätten einpacken können. Ja, sehr, sehr witzig. Guck mal, jetzt hier. Zack. Was will denn der hier machen, ne? Was will denn der hier? Ach, schade, da hat ihn mir jemand geklaut. Ich dachte, ich muss nichts mehr machen. Weißt du, der verbrennt einfach so. Okay, wir drücken einfach komplett durch hier, ne? Wenn wir jemanden sehen, dann drücken wir auch einfach komplett durch. Ist gut hier. So. Ja, reicht das für den? Leider nicht, auch wieder geklaut. Jetzt wird mir hier alles wieder geklaut.
Puh, aber 7000 Punkte, 7000 EP und dann habe ich den nächsten Rang, also insgesamt natürlich, ne? So, mir fehlt hier so einiges, ja. Man ist so das aktuelle Tanky gewöhnt und da gibt es halt einfach so Annehmlichkeiten, die man dann hier vermisst. Schadensanzeige, Minimap und sowas, ne? Das fehlt hier natürlich alles. Ach, Leute. Was soll ich denn dazu noch großartig sagen? Boah! Brutale Smokey! Dabei habe ich doch hier Wasp M2. Was ist denn los? Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Er läuft gerade nicht so gut für mich hier, ne? Tja. Ich entschuldige mich. Für meine Unfähigkeit hier. Irgendwas zu reißen. Na komm, wenigstens einen hier. Komm, gönnt mir mal ein bisschen was, Leute. Gönnt mir doch ein... Ach, die klauen mir hier... Die klauen mir die Butter vom Brot. Das ist unglaublich. Was mir hier alles schon wieder geklaut wird, ne? Mann. Ich hätte jetzt hier locker schon 10. 10 Kills locker. Mindestens. Jo, ist ja klar. Der kloppt hier aber auf mich drauf. Mann, ey. Puh. Wild. Ja, aber du siehst halt, du kommst hier so schnell an M2-Ausrüstung. Und jetzt hier, gut, in meinem Fall ist es nur ein Untersatz. Aber ist ja trotzdem egal. Du kommst ja so schnell an gute Ausrüstung und dann spielst du halt mit Leuten, die vielleicht noch immer Rekrut sind, gerade erst angefangen haben oder halt ja, ihr erstes Level up haben. Herzlichen Glückwunsch. Bist kein Rekrut mehr, hast 100 Punkte gemacht, wunderbar. Ja. Ollit nicht so geil, ne? So. Schon wieder hier geklaut. Das kann doch nicht wahr sein. So macht das keinen Spaß, Freunde. So macht das keinen Spaß. Ja. Aber gut, hoffentlich bringt dir das nichts. Ja, du siehst halt auch schlecht, ne, ob du halt da jemandem Schaden gibst oder nicht. Ja, wirklich, es fehlt halt einiges. Das ist so richtig das Oldschool-Feeling, was man hier hat. Aber es fehlt so das ganze Schöne drumherum. Ja, der kloppt hier wieder auf mich rauf. Puh, macht keinen Spaß hier. So. Aber mit dem nächsten Rang kann ich mir schon meine Smokey verbessern lassen. Ja, sehr, sehr toll. Da, sag mal, mache ich ihm Schaden oder so? Ich weiß es nicht. Aber er wird das hier überleben. Der hier? Gucken wir mal. Der weiß, wie man spielt, ne? So, ich weiß aber auch, wie man spielt. Hoffentlich hat er keine Heilung. Ja, puh, geht doch. Hat aber gut was ausgehalten. Ja. Oh Mann. So viele Kills, die einem geklaut werden. Vielleicht hätte ich mal, ja. Ach so, wisst ihr, was mir hier auch fehlt? Die Ladeanzeige, wie viel du noch im Magazin hast und so. Ja, wisst ihr, was ich meine? So, wann du halt hier leer gefeuert bist. Das fehlt mir hier auch. So, jetzt aber hier. Geht doch. Keine Gnade zeigen. Ja, komm. Gehen wir hier raus. Hat sich erledigt für mich. Hab keine Lust mehr. So, das soll es mal gewesen sein. Aber guckt euch das mal an. Hier 8 Leute drin, ne? Also gut, okay, ich bin hier auch noch drin angeblich. Ja, aber es ist halt echt wenig los. Aber gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Macht's gut oder besser, Rinje hauen. Ist ja klar.